Hallo, ich bin Vikram Godbole, Senior Produktmanager Akku und Ladegeräte bei Bosch E-Bike Systems. Lithium-Ionen-Akkus haben hohe Energie, sind komplexe Systeme und in seltenen Fällen können sie gefährliche Situationen verursachen, weil manche der Inhaltsstoffe entflammbar sind. Bei Bosch E-Bike Systems haben wir zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um deinen Akku sicherer zu machen. Heute reden wir darüber, was du tun kannst, um mit deinem Akku sicherer umzugehen. Das betrifft die Themen Laden, Nutzung, Lagern, Transport und Pflege. Mit ein paar einfachen Tipps kannst du die Lebensdauer deines Akkus positiv beeinflussen, damit du lange Freude an deinem E-Bike hast. Wenn du deinen Akku lädst, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Vor dem Laden prüfe deinen Akku auf sichtbare Schäden und lass ihn abkühlen, idealerweise auf Raumtemperatur. Verwende nur kompatible Ladegeräte. Lade deinen Akku in einen trockenen, gut belüfteten Raum, wo ein Rauchmelder installiert ist, bei Temperaturen zwischen 0 und 40 Grad. Nach dem Laden trenne den Akku und das Ladegerät von der Stromversorgung. Was du beim Laden vermeiden solltest, ist Laden in Fluchtwegen und in direkte Sonneneinstrahlung. Lade deinen Akku nicht in der Nähe von brennbaren Materialien und wenn möglich nicht über Nacht und nicht unbeaufsichtigt. Wenn du dein E-Bike an heißen Tagen nutzt, stelle es im Schatten oder in einen kühlen Raum ab. Bei längeren Fahrten unter kalten Bedingungen ist es ratsam, eine Wärmeschutzhülle zu verwenden. Außerdem empfehlen wir dir, den Akku von Kindern fernzuhalten. Tauche deinen Akku nicht in Wasser ein und vermeide starke Hitzeeinwirkungen, zum Beispiel durch Sonnenlicht. Vermeide, dass dein Akku beschädigt wird, zum Beispiel durch Schrauben oder andere scharfe Gegenstände. Wenn du ein E-Bike mit Gepäckträger-Akku hast, verwende ihn nicht als Griff, um das E-Bike hochzuheben. Lage deinen Akku in einen trockenen, gut belüfteten Raum, wo ein Rauchmelder installiert ist, bei Temperatur zwischen 0 und 20 Grad. Entferne den Akku vom E-Bike, wenn du es längere Zeit nicht nutzt. Halte den Akku von kleinen Metallgegenständen fern, wie zum Beispiel Münzen oder Schrauben. Für die Lagerung empfehlen wir einen Ladezustand von 30 bis 60%. Lagere deinen Akku nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien oder nicht in direkter Sonneneinstrahlung. Wenn du das E-Bike mit dem Auto auf dem Gepäckträger transportierst, baue den Akku aus und verstaue ihn sicher in dem Auto. Bist du mit Zug unterwegs, nutze das Fahrradabteil und lass den Akku am E-Bike. Lade den Akku nicht während der Zugfahrt. Am besten transportierst du den Akku mit 30% Ladestand und lädst ihn erst am Zielort voll auf. Es ist verboten, einen E-Bike-Akku in einem Passagierflugzeug zu transportieren. Deswegen empfehlen wir dir, ein E-Bike-Akku oder E-Bike am Zielort zu mieten. Für die Pflege deines Akkus empfehlen wir dir Folgendes. Wenn du dein E-Bike reinigst, entferne den Akku und trenne ihn vom Ladegerät. Um die Oberfläche deines Akkus zu reinigen, verwende ein feuchtes Tuch. Um die Steckerkontakte zu reinigen, verwende ein trockenes Tuch und fette sie mit technischer Vaseline ein. Außerdem empfehlen wir dir, dein E-Bike regelmäßig beim Fachhändler warten zu lassen. Reinige deinen Akku nicht mit einem Hochdruckreiniger oder in direkten Wasserstrahl. Auf keinen Fall solltest du den Akku selbst öffnen. Das ist ausschließlich qualifiziertem Personal vorbehalten. Das Öffnen des Akkus bedeutet immer einen Eingriff in den zertifizierten Zustand und birgt Sicherheitsrisiken. Deshalb solltest du deinen Akku fachgerecht recyceln lassen. Achte beim Kauf darauf, dass der Akku zertifiziert ist. Du erkennst die Zertifizierungen an dem Label auf dem Akku. Für USA die UL-Kennzeichnung, für Europa die CE-Kennzeichnung, für Großbritannien die UKCA-Kennzeichnung. Online werden manchmal reparierte oder beschädigte Akkus angeboten. Diese können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Da Sicherheit für uns sehr wichtig ist, haben wir den E-Bike-Akku-Check entwickelt. Damit kannst du einen Bosch E-Bike-Akku vor dem Kauf prüfen, indem du die Seriennummer eingibst.